Die hier zählen zu den besten Kuchen Italiens. Sogar der Papst bestellt jedes Jahr eine große Ladung davon. Gemacht werden sie allerdings nicht von Spitzenbäckern, sondern von Schwerverbrechern. Und zwar in einem Knast in Padua. Hier kommt die ungewöhnliche Erfolgsgeschichte des Knastkuchens. Diese Bäckerei in Padua produziert gerade die besten Osterbrote Italiens. Aber auch viele andere süße Delikatessen entstehen hier. Sie sind gut, schmecken auch gut. Mit der Creme oder mit Schokolade. Die Bäcker sind sichtlich alle Meister ihres Fachs. Aber sie alle haben eine Vergangenheit, die man ihnen auf den ersten Blick nicht ansieht. Ich habe jemanden umgebracht. Ich sitze hier wegen Mord. Die Bäckerei befindet sich in einem Hochsicherheitsgefängnis in Padua, in der norditalienischen Region Veneto. Hier leben rund 600 Schwerverbrecher, die jahrelange Haftstrafen verbüßen müssen. 200 von ihnen haben hier einen festen Job. Am Eingang treffen wir den Chef der Firma Pasticceria Giotto, Matteo Marchetto. Er begleitet uns in die Bäckerei. Auf dem Weg dahin müssen wir erstmal 4 Sicherheitsschleusen passieren. Wo genau liegt die Bäckerei? Und warum müssen wir so viele Sicherheitsschleusen passieren? Die Bäckerei befindet sich innerhalb der Gefängnismauern. Die Insassen gelangen von ihren Zellen aus über einen Korridor direkt zum Arbeitsplatz. Es ist also genauso sicher wie im Gefängnis selbst. Neben den Gefängnisinsassen sind in diesem Gebäude auch rund 250 Justizbeamte, die wir aus Sicherheitsgründen nicht zeigen dürfen. Wir kämpfen uns weiter durch die Sicherheitsschleusen. Hier kommen wir zum letzten Kontrollpunkt vor der Bäckerei. Und das ist jetzt der letzte Korridor, der uns zu dem Arbeitsbereich der Einrichtung führt. Wie ist es für dich, in einem Gefängnis zu arbeiten? Eine großartige Erfahrung. Denn was wir hier tun, gibt uns allen Hoffnung. Auch denjenigen, die etwas wirklich Schlimmes verbrochen haben. Anche even if you have done something very, very bad. Nach rund 30 Minuten erreicht unser Team endlich die Bäckerei. Seit 2005 arbeiten hier 50 Schwerverbrecher. Sie alle haben im Knast eine Bäckerausbildung absolviert und backen nun Kuchen, unter anderem für den Papst. Einer von ihnen ist Cecchino. 2010 wurde er zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ich habe jemanden umgebracht. Haben wir viele gelernt, aber es ist zu spät zu lernen. Weil Raptus dauert 1 Sekunde, 2 Sekunden maximal. Und dann Sie wissen Sie nicht, was passiert ist. Aber hier im Knast gibt es so viel Zeit, das zu denken ist schwer. Weil Cecchino Reue zeigt, darf er in der Bäckerei arbeiten. 1989 hatte der heute 54-Jährige selbst eine kleine Pizzeria in Berlin. Er muss das Geschäft aufgeben, geht zurück nach Italien und gerät auf die schiefe Bahn. Das Ende, eine lange, harte Haftstrafe. Damals war die Zelle noch zu, war nur 2 Stunden morgen Luft und 2 Stunden Nachmittag Luft. Aber sag mal, Luft sind auch ganz kleine Plätze. Ne? Einer seiner Kollegen ist Massimo. Auch er hat 12 Jahre seine eigene Pizzeria in Deutschland, bevor er in Italien straffällig wird. Ab 2011 kommt er in Haft und muss sich mit 3 anderen Häftlingen eine 9 Quadratmeter große Zelle teilen. Schlimm, jeden Tag im Zimmer, Fernsehen gucken oder Karten spielen. Ist nicht normale Tage, sagen wir so. Ne? Wenn du kommst, Arbeit, bis jeden Tag Arbeit. Tage geht weg, ist total anders. Seit 5 Jahren arbeitet er jetzt in der Bäckerei. Noch 3,5 Jahre muss er absitzen. Warum er im Gefängnis gelandet ist, darüber redet er sichtlich ungern. Ich kann jetzt nicht ganz richtig sagen, was ich habe gemacht hier. Kein Mensch getötet, erst. Ich habe ein bisschen schlimm in Italien. Die Insassen absolvieren einen Halbtagsjob und eine geregelte 20-Stunden-Woche. Außerdem bekommen sie ein Gehalt von 500 bis 600 Euro im Monat und sie zahlen auch in die Rentenkasse ein. Ja, ich muss jeden Tag von vor aufstehen, 1,5 Stunden vorher, sagen wir so. Ne? Kaffee trinken, Zigarette, vorbereiten, Bett aufräumen.
Halb 7 muss ich ja unter sein. Bis 12 Uhr, 1 Uhr, kommt drauf an, wie viel zu tun ist. Manchmal 2 Uhr, 3 Uhr. Dass Gefangene in Italien einer bezahlten Tätigkeit nachgehen, ist die absolute Ausnahme. Von etwa 56.000 Häftlingen arbeiten nur rund 1.500. In Deutschland dagegen sind die 51.000 Häftlinge sogar dazu verpflichtet zu arbeiten. In Italien sind Gefängnisjobs wie in der Bäckerei ein Privileg. Und bei den Häftlingen stark begehrt. Denn sie bringen Abwechslung in den Gefängnisalltag. Bevor ich arbeite, ich war wie alle anderen. Wir sind alle so. Hier ist leider andere Leben hier. Alle denken, draußen ist wir. Hier ist ein ganz anderes Leben, ganz anderes Realität. Und mit Arbeit natürlich haben sie mal was zu machen, was Neues, Familie. Haben sie mehr Lust zu leben. Giacchino hat seinen Lebenswillen wiedergefunden. Diese positive Energie bekommt täglich auch Matteo Concolato mit. Er ist einer von 7 externen Bäckermeistern und Managern, der die Gefangenen betreut und ausbildet. Wer hierher kommt, hat richtig Lust zu arbeiten. Die Insassen wollen das auch wirklich. Alle sind sehr gute Arbeiter. Und das spürt man im Umgang. Matteos einziges Problem: immer wenn Straftäter entlassen werden oder verlegt werden, muss er häufig neue Bäcker anlernen. Und das ist nicht immer leicht. Das größte Problem ist es, alle Leute zusammenzuhalten, weil viele es nicht gewöhnt sind zu arbeiten. Zuerst muss ich ihnen beibringen, zuzuhören und dann zu arbeiten. Das ist die größte Herausforderung. Die Gefangenen werden also auf ein Leben nach der Haft vorbereitet. Aber auch wenn es freundschaftlich in der Bäckerei zugeht, eine strenge Kontrolle ist unerlässlich. Es gibt Messer in verschiedenen Ausführungen, weil für die Arbeit brauchen wir einfach Messer. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Ich kontrolliere nur immer, ob auch alle Messer noch da sind. Hier gibt es eine Liste und 3 oder 4 Mal am Tag wird kontrolliert, ob die Messer noch da sind. Wir wollen herausfinden, wie gut die Süßwaren aus der Bäckerei draußen ankommen. Hier in der Burg Carrarese in Padua waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Gefangenen untergebracht. Seit der Eröffnung des neuen Gefängnisses befinden sich hier nur noch einige Büros der Gefängnisverwaltung. Nur wenige Meter entfernt finden wir eines von 2 Geschäften der Gefängnisbäckerei. Hier, im Internet und in Feinkostläden können die Produkte übrigens gekauft werden. Und wie schmecken die Kuchen? Made in Knast. Schmeckt sehr gut. Ich wusste nicht, dass die Produkte im Gefängnis gemacht wurden. Ich bin aber sehr glücklich, dass ich dieses Projekt unterstütze. Ich finde es eine tolle Idee. Auch wenn Menschen etwas angestellt haben, ist es wichtig, dass man ihnen hilft. Ich finde, das hat Anerkennung verdient. Ein wirklich gutes Projekt mit einem hohen Wert. Das Besondere an den Kuchen: alles entsteht in Handarbeit. Highlight sind die Osterbrote, die sogenannten Colombe. Bis zu 10.000 Stück werden in diesem Jahr produziert. Übrigens, wer hier arbeiten darf, durchläuft einen langen Prozess. Es gibt ein offizielles Büro, das aus 2 Psychologen besteht. Nachdem der Gefängnisdirektor entschieden hat, dass die Person zugelassen ist, wird der Gefangene befragt und danach, wenn alles gut läuft, zum Praktikum zugelassen. Danach können sie anfangen zu arbeiten. Auch Domenico hat das Auswahlverfahren überstanden. Der 43-Jährige ist schon seit 7 Jahren im Gefängnis. 9 Jahre muss er noch bleiben. Warum er einsetzt, will er nicht verraten. Es hat sich alles zum Guten verändert, seitdem ich hier bin. Vor allem psychisch. Ich habe jetzt das wirkliche Leben wieder und Kontakt mit Leuten, die von draußen reinkommen. Ich denke jetzt nicht immer nur an die gleichen Sachen. Das ganze Leben ändert sich, wenn du hier arbeiten darfst. Außerdem kann ich Geld an die Familie schicken, die draußen ist. Das ist eines der Erfolgsgeheimnisse des Projekts. Die Arbeit gibt den Häftlingen nicht nur eine Aufgabe, sondern auch Anerkennung daheim. Eine schöne Geschichte, um zu verstehen, wie wichtig die Arbeit für die Menschen hier ist. Einer unserer Mitarbeiter hat mir erzählt, dass sein Sohn den ersten Gehaltscheck seines Vaters neben ein Cristiano Ronaldo-Poster in seinem Zimmer aufgehängt hat, weil er so stolz auf seinen Papa gewesen ist. Diese Zufriedenheit spiegelt sich auch in der Rückfallquote wider. Nur 10% der Häftlinge werden nach der Entlassung wieder rückfällig. Der Durchschnitt in Italien liegt bei 70%.
Die Backwaren werden jetzt verpackt und für die Auslieferung fertig gemacht. Von Maurizio. Er ist schon seit 23 Jahren im Gefängnis, aber dank des Jobs hat er wieder Pläne für die Zukunft. Ich bin hier, weil ich jemanden umgebracht habe. In 6 Jahren komme ich aber endlich raus und ich habe schon einen Traum. Ich will zurück in meinen alten Beruf und als Steinmetz arbeiten. Das Ausliefern der Kuchen ist kompliziert. 2 bis 3 Kleintransporter müssen jeden Tag strenge Sicherheitsvorkehrungen überwinden, damit sich keiner der Häftlinge nach draußen schmuggeln kann. Dauer bis zu 1 Stunde. Matteo zeigt uns in der Zwischenzeit den prominentesten Kunden der Bäckerei. Der Papst hat davon erfahren, dass es diese Produkte hier gibt, die im Knast produziert werden. Deswegen hat er entschieden, dass er Panettone für den Vatikan bestellen möchte. Wir sind sehr stolz und enthusiastisch und sehen daran, dass wir mit unserer Arbeit etwas sehr Schönes und Gutes machen. Schwerverbrecher, die etwas Schönes machen, funktioniert. Die Gefangenen haben sogar für unsere Redakteurin Anja eine kleine Überraschung vorbereitet. Anja, das ist ein Geschenk von mir. Ein Herz, sagen wir so. Dankeschön. Dass du denkst, dass wir sind nicht nur Schwerverbrecher, aber sind wir Menschen. Unter das Personen gibt auch einen Menschen, wie alle anderen. Von harten Jungs mit Liebe gebacken. Die Kuchen aus dem Knast kann man übrigens auch im Internet bestellen und sich nach Deutschland liefern lassen.